Ich kann doch mal ordentlich anfangen. Ja. Hallo in der POC-Werkstatt. Wir haben ganz viel neue Software geschrieben und heute wollen wir euch mal sozusagen unseren ersten Durchstich zeigen. Nämlich ein ganz klassischer Use Case. Man geht auf ein Event, zum Beispiel vom Chaos Computer Club, und möchte da Telefon haben. Und dazu haben wir uns hier dieses hervorragende Decktelefon besorgt. Und werden jetzt quasi mal diesen Anmeldeprozess durchspielen, der sonst ja immer viel Zeit gekostet hat, weil man sich eine Nebenstelle registrieren musste und dann musste man sich anstellen und das Telefon quasi bei uns von Hand registrieren lassen. Das muss man, so hoffen wir, demnächst nicht mehr. Genau, und dafür haben wir hier mal den Guru 3 aufgerufen, guru3.eventphone.de. Das ist sozusagen unser neu geschriebenes Tool zum Verwalten von Benutzern und Rufnummern. Und wir melden uns jetzt hier quasi mal frisch an. Ja. 4 Klicken vorher auf Register. Im Übrigen kann man das auch mit dem Mobiltelefon machen, aber aus Gründen der Dokumentation machen wir das mal auf dem großen Fernseher. Ja, also Username Test. Und wie nennen wir sie denn? Nennen wir ihn? Sie nennen wir sie Erika. Ja. Mustermann. Und wir haben extra test@eventphone.de angelegt. Und wir generieren uns mal eben schnell ein Passwort. Ein sehr sicheres Passwort. Ein sehr sicheres Passwort. Sehr schön. Passwort, Confirmation, klicken auf Register. Wir wollen das nicht speichern. Und dann kann es auch schon losgehen. So, jetzt bekommt ihr eine E-Mail. Wir hoffen auch, dass wir hier eine E-Mail bekommen. Your Eventphone Account. Großartig, mit einem Link. Klicken wir drauf und der Account ist aktiviert. So, dann loggen wir uns ein mit unserem Benutzernamen Test und dem Passwort, was wir hoffentlich noch haben. Wir möchten es immer noch nicht speichern. Und dann sind wir auch schon im Guru 3. So, dann sind wir auch schon hier im richtigen Event, nämlich das nächste ist das Easter Hack 2018. Und wir klicken auf My Extensions und sehen, wir haben noch keine, also wollen wir eine haben. Klicken auf New Extension, wir möchten ein Decked Handset haben. Dann suchen wir uns hier eine Nummer aus. Was können wir hier nehmen? Zum Beispiel 2030. Tippen hier Name Test ein, Location, POC, Werkstatt. Dann kann man sich noch aussuchen, ob das im Telefonbuch stehen soll oder nicht. Und das ist auch ein neues Feature. Ja. Jetzt kann man auch Namen sehen. Man kann jetzt auswählen, ob man Namen oder Rufnummer oder nur die Rufnummer sehen möchte. Und das wird dann angezeigt, wenn man angerufen wird. Und ob man Verschlüsselung haben möchte auf dem Deck, kann man quasi einschalten und ausschalten. Genau, dann klicken wir das mal an, natürlich. Für maximale Kompatibilität. Ja. So, dann, wenn die Nebenstelle frei ist, was in dem Fall so ist, dann haben wir die angemeldet und, oder beziehungsweise haben wir sie jetzt erstmal registriert, angemeldet ist es noch nicht. Also ich gehe quasi in meinem Telefon in das Menü rein und melde mich quasi wie zu Hause an. Mobilteil anmelden, suche mir eine neue Basis aus, die nicht benutzt ist, gebe als PIN 4 mal die 0 ein. So, und dann hat sich das Telefon sozusagen jetzt mit dem Decknetzwerk verbunden, aber meine Telefonnummer, meine Nebenstelle, die ist jetzt natürlich noch nicht gekoppelt, weil die Basis weiß ja gar nicht, welche Nebenstelle ich haben möchte. Ich kann das aber auf jeden Fall schon mal probieren, ich kann schon telefonieren. Ich rufe dich jetzt mal hier an auf der 2233. Hier mal ein anderes Gerät. Genau, dann klingelt das. Genau. Und dann sieht man nämlich auch schon, aha, das ist ein Benutzer, der hat seine Telefonnummer noch nicht quasi verknüpft mit seinem Gerät und hat eine temporäre Telefonnummer. Ja. So, damit könnte man jetzt tatsächlich schon mal telefonieren, aber das will man ja nicht, man möchte seine richtige Telefonnummer haben. Außerdem ist es ziemlich lang. Jetzt wollen wir sozusagen dieses Telefon mit der richtigen Nummer verknüpfen. Dazu gehen wir in den Guru und rufen unseren Token auf. Den tippen wir dann hier quasi hintereinander ab. 70 5 3 50 6 7. Der eingegebene Deckcode ist gültig.
Wir versuchen nun Ihre Rufnummer anzumelden. Jetzt rufen wir nochmal die Telefonnummer an. Ja. Was war das? 2233? 30, genau. Und es klingelt und wir haben hier die Nebenstelle Test. Test ist uns aber quasi zu langweilig, dass man das hier sieht. Wir wollen jetzt, was wollen wir denn, was da steht? Alice. Wir wollen, dass da Alice steht. Ja. Also gehen wir wieder in unseren Guru rein, klicken diesmal auf den Bleistift und editieren den Namen in Alice und speichern das Ganze. Jetzt rufen wir wieder an. Und was soll ich sagen? Rock'n'Roll. Es läuft. Instantan den Namen geändert. Ja, das war im Prinzip jetzt schon alles. Also ihr seht, ihr könnt auf ein Event kommen, euch vorher die Nummer registrieren. Ihr müsst euch nicht anstellen. Oh, ich glaube, der Ansturm ist hier losgegangen gerade. Oh, verdammt. Ja. Und einfach mal... euer Telefon selbst anmelden. Genau. Und dadurch haben wir sehr viel Freizeit Ja. und können noch haufenweise coole Features kloppen. Ja. Vielen Dank. Tschüss. Tschüss.